Wir schauen uns hier die Schattenperspektive an, die nicht zu verwechseln ist mit der Fluchtpunktperspektive, bei der alle in die Ferne laufenden Linien im Fluchtpunkt münden. Hier definiere ich die Größe des Baumes, die sich ja zum Fluchtpunkt hin verändert und kleiner wird. Das werden Zaunpfähle, um den Schattenverlauf nochmal zu verdeutlichen. Hier bereite ich schon mal den Sonnenstand für den Nachmittag und für den Abend vor. Ganz wichtig bei der Schattenperspektive, dass wir zuerst den Schattenverlauf anlegen und dann die Schattenlänge eintragen. Zuerst der Schattenverlauf zum Sonnenfluchtpunkt hin und dann die Länge des Schattens. Die Horizontlinie ist immer auf unserer Augenhöhe. Mit diesem Prinzip können wir jetzt den Schattenverlauf eintragen und die Schattenlänge bestimmen. In meinem Video Mythbuster Check, die ganze Wahrheit, gehe ich detailliert auf dieses Thema ein und untersuche das Thema Schattenfarben. Das Video habe ich dir hier oben verlinkt. Im Gegensatz zum Fluchtpunkt, der sich nur dann verändert, wenn wir uns bewegen, verschiebt sich der Sonnenfluchtpunkt gemäß des natürlichen Sonnenstands. Lass dir gerne ein Abo da, damit du weitere Tipps nicht verpasst.